Namaste. Das heißt, ich ehre dich. Diese nepalesische Begrüßung war nicht das Einzige, was wir an unserem ersten Projekttag in der 5. Klasse kennengelernt haben. Unsere Lehrerin, Frau Götz, die ganz oft nach Nepal gereist ist, brachte uns dieses Land im Himalaya an diesem Tag immer näher. Wir lernten mehr und mehr über die Bergwelt dort, über die Kultur und unser Patendorf Pelmang. Und irgendwann kamen dann die ersten Briefe unserer Patenkinder vom anderen Ende der Welt. Und wir schrieben natürlich zurück und wurden immer faszinierter von Nepal. Wir drehten kleine Filmchen für die Kinder in Pelmang und schickten unzählige Fotos, Klamotten und Spielzeug. Über die Jahre hinweg kam der Gedanke auf, mal selbst nach Pelmang zu reisen und die Bergriesen dort mit eigenen Augen zu sehen. Aus einer ursprünglichen Idee wurde nach und nach ein echter Plan, den wir als immer realistischer empfanden. Wir, das sind 15 Schülerinnen und Schüler des Augustum-Ann-Gymnasiums in Görlitz, 3 Lehrerinnen und Lehrer und eine Ärztin. Wie lange haben wir überlegt, uns gefreut und dann doch noch mal drüber geschlafen. Aber irgendwann, für uns wie aus heiterem Himmel, waren dann die Flüge gebucht und die Taschen gepackt. So ging es los. Was lange nur ein Traum für uns war, wird im Herbst 2018 dann endlich unsere Realität. Wir stehen mit unseren 30 Kilo Seesäcken vor der größten Reise unseres Lebens. Auf in unser 6500 Kilometer entferntes Patendorf Pelmang im tiefsten Himalaya. Also klein anfangen. Von Görlitz mit dem Bus nach Berlin, von Berlin-Tegel mit dem Flugzeug nach Istanbul und von Istanbul schließlich nach Kathmandu. Als wir dann das erste Mal tatsächlich nepalesischen Boden unter den Füßen spüren, kommt vor allem Aufregung, aber auch eine große Portion Neugier und Ungewissheit in unserer Reisegruppe auf. Worauf wir uns bis dahin so ausführlich vorbereitet haben, erscheint dann doch alles recht spontan. Und schon sitzen wir im Garten unseres Guesthauses in der Sonne beim Frühstück und kurieren unseren Jetlag aus. Im Laufe der ersten Tage in der nepalesischen Hauptstadt besuchen wir die Skylark English School. An diesem Internat wird nur in englischer Sprache unterrichtet und vor allem Mädchen zwischen 10 und 16 bekommen dort aufgrund von Patenschaften die Chance auf Bildung. Das Englisch der Mädchen ist wirklich gut, sodass wir nach unserem Besuch wissen, wenn sie ihre Träume weiterhin verfolgen, werden sie die nepalesische Gesellschaft mitprägen und weiterentwickeln können. In Kathmandu gibt es für uns die Möglichkeit, sich mit nepalesischer Kultur und den Religionen Buddhismus und Hinduismus zu befassen. Der Bodhnath Stupa als größter Stupa der Welt ist eine Art buddhistischer Tempel, den wir auch besuchen. Man bewegt sich immer nur mit der rechten, also reinen Hand zum kreisrunden Gebäude hingewandt, wenn man es umrundet. 2-mal täglich kommen dort viele Mönche zum gemeinsamen Gebet zusammen. Auch besuchen wir einen bedeutenden Ort des Hinduismus, die Verbrennungsstätte Pashupatinath, in der uns besonders der hier gelebte Kreislauf des Lebens vor Augen geführt wird. Hier lernen wir Sadhus kennen und lassen uns von ihnen segnen. Danach erkunden wir den historischen Stadtteil Patan mit weitreichenden Tempelanlagen, nehmen unser erstes nepalesisches Mittagessen ein und schlendern abends durch unser Touristenviertel Tamil. Nach dieser entspannten Phase des Ankommens beginnt um 5 Uhr des Folgetages auch schon der Weg in unser Patendorf Pelmang. In 3 Jeeps bewegen wir uns 11 Stunden vorerst in Richtung Saleri in den Himalaya. Ohne Gurte, durch Flüsse und über Schotter holpernd bleibt uns diese Fahrt in einzigartiger Erinnerung. Versuche, sich die Zeit mit Lesen oder Postkartenschreiben zu vertreiben, scheitern schon früh. Aber nach ein paar geschluckten Reisetabletten ist die Jeepfahrt doch nicht mehr so schrecklich wie vorher angenommen und wird dank der phänomenalen Aussicht auch nicht langweilig. Am Abend angekommen, kosten alle zum ersten Mal die Hauptmahlzeit der nächsten Wochen, Dal Bhat, ein Reisgericht mit Linsensuppe und sogenanntem Pickle als scharfe Beilage. Dazu oft Gurken und ab und an auch frische Bananen. Unser erster Morgen im Himalaya beginnt mit dem Besuch eines Freundes von Frau Götz. Er war früher ein Englischlehrer in Pelmang, ist dann aber mit seiner Familie nach Saleri umgezogen.
Wir lernen die Familie kennen. Sie erzählen uns auch, was es mit der riesigen Schafsherde auf sich hat, die durch die Straße Saleris gescheucht wird. Die Tiere werden zusammengetrieben, um für das alljährliche Opferfest geschlachtet zu werden. Aber so leid uns die Tiere auch tun, die so fröhlich an uns vorüberziehen, auch das gehört zu der Kultur Nepals. In Saleri begegnen wir auch zum ersten Mal unseren Trägern, 11 Mädchen und Jungen, die uns für den Rest unserer Reise im Himalaya begleiten werden. Zuerst sind wir ziemlich erschrocken. Immerhin sind viele der Trägerinnen und Träger nicht viel älter oder sogar sehr viel jünger als wir. Aber sie schultern unsere 30 Kilo Seesäcke wie selbstverständlich und mit einem freundlichen Lächeln. Und so brechen wir dann auch zu unserem ersten Trekkingtag auf. Zuerst wundern wir uns, wie leicht und schön das Wandern doch sein kann. Die Blumen, die zirpenden Geräusche aus den Büschen am Wegesrand und die atemberaubenden Blicke in die Täler lassen uns vergessen, dass wir bereits mehrere Stunden laufen. Doch nach unserem täglichen Dalbat lässt die gute Laune nach, denn es beginnt zu regnen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern gleich für mehrere Stunden, sodass wir am Ende trotz Regencapes und Rucksacküberzügen tropfnass an unserer Unterkunft ankommen. Und zu allem Überfluss entdecken wir an diesem Abend auch die ersten Blutegel, die sich an unseren Beinen niedergelassen haben und uns auch für den Rest unserer Reise begleiten sollen. Heute ist der Himmel wolkenfrei und es ist warm. Der Regen vom Vortag hat die Natur nochmal aufblühen lassen. Frau Götz' Vorhersage, dass dieser Tag einer der anstrengendsten wird, bestätigt sich sehr schnell. Nach unzähligen Stunden, die wir kontinuierlich steil bergab laufen, nur um dann an der anderen Seite des Tales gefühlte Ewigkeiten in der heißen Sonne bergauf zu wandern, kommen wir schließlich total erschöpft bei unserem Lunchplatz an. Wir kaufen und probieren eine Pomelo von einem Bauern, den wir beim Wandern treffen, und schießen etliche Fotos, als wir eine beängstigend hohe Hängebrücke über dem Milky River überqueren. Schließlich kommen wir an unserer verhältnismäßig luxuriösen Unterkunft an und feiern Eves Geburtstag abends mit unseren Trägerinnen und Trägern, mit sowohl nepalesischer als auch deutscher Musik und mit jeder Menge Spaß. Wir sind unserem Patendorf schließlich näher als gedacht. Unser letzter Wandertag vor unserer Ankunft ist angebrochen. Wir überqueren erneut Hängebrücken, sehen exotische Blumen und auch Tiere aus der Ferne und begegnen nepalesischen Kindern, die uns neugierig und mit großen Augen ansehen. Unser tägliches Dalbat essen wir schließlich in Bung, einem Nachbardorf von Pelmang. Dort besuchen wir auch einen Markt, auf dem Kleidung und Lebensmittel angeboten werden und auch eine Kuh auseinandergenommen wird. Lange bleiben wir aber nicht, denn wir wollen natürlich so schnell wie möglich in Pelmang ankommen. Nach einer weiteren Stunde durch den Dschungel wandern, sehen wir dann vereinzelt die ersten Häuser und man kann regelrecht spüren, wie die Aufregung in unserer Gruppe wächst. Mehrere Jahre haben wir schließlich unseren Patenkindern Briefe geschrieben und neugierig den Erzählungen von Frau Götz gelauscht. Endlich können wir das schönste Dorf im Himalaya auch mal mit eigenen Augen sehen. Wir werden herzlich und mit ganz viel duftenden Blumenketten begrüßt. Mahindra hat sogar ein Willkommensplakat mit unseren Fotos anfertigen lassen. Wir sind total überwältigt von dem überraschenden Empfang und können gar nicht anders, als bereit zurückzulächeln und Fotos zu schießen, um diesen wunderschönen Moment für immer festzuhalten. Wir packen unsere Sachen aus und richten uns häuslich in unseren Zimmern ein. Schließlich bleiben wir ganze 4 Tage hier. Während ein Großteil von uns im neu errichteten Office-Gebäude des Dorfes schläft, sind die Lehrer und noch etwa 6 weitere Schülerinnen und Schüler in Mahindras Haus und in dem seines Bruders untergebracht. Die Gastfreundschaft, die uns entgegengebracht wird, ist unbeschreiblich. Extra für uns wurde Holz aus den Wäldern herbeigeschafft, das dann zu Betten zusammengebaut wurde, damit wir darauf schlafen können. Stück für Stück lernen wir die Kinder Pelmangs näher kennen. Die Schüchternheit und das aus der Ferne Beobachten sind schon bald verflogen und bereits am ersten Abend spielen wir Ball mit ihnen und werfen uns gegenseitig Frisbees zu. Unglaublich, wie leicht wir diese Kinder zum Lachen bringen können, obwohl wir uns erst seit wenigen Stunden kennen und uns nur mit Händen und Füßen verständigen können. Die Unkompliziertheit und die Lebensfreude, die ganz Nepal ausstrahlt, bewegen uns sehr. Besonders schön sind auch die abendlichen UNO-Partien, die wir vor allem mit älteren Kindern und unseren Trägerinnen und Trägern spielen, denn UNO ist so ziemlich das einzige Spiel, das dort jeder kennt. Da die letzte Dusche schon mehr als 4 Tage zurückliegt, wollen wir uns alle gern waschen. Das heißt in Pelmang,
eine halbe Stunde bergab wandern, um den Kopf dann unter das strömende Flusswasser zu halten. Das macht sich bei Regen allerdings sehr schlecht, weshalb unser Badewunsch einen weiteren Tag leider unerfüllt bleibt. Stattdessen haben wir aber die Möglichkeit, unsere Wanderklamotten in dem kleinen Bach zu waschen, der direkt neben dem Schlafplatz dahin plätschert. Und noch viel besser als das ist der Besuch der Secondary School in Pelmang, auf den wir uns alle schon sehr gefreut haben. Wir werden, wie schon am Vortag, mit zahlreichen bunten Blumenketten begrüßt und steigen sofort in das tägliche Morgensportprogramm mit ein. Auch wenn unsere Bewegungen natürlich nicht halb so flüssig und geübt sind wie die der Kinder, finden wir uns doch schnell in den Rhythmus ein und finden sogar Gefallen an diesem täglichen Ritual. Nachdem wir dem Schulleiter als Gastgeschenk 2 große Trommeln überreicht haben, dürfen wir auch in die Schulstunden hineinschnuppern. Zu unserem großen Glück wird Mathe sowohl in Nepali als auch in Englisch gelehrt, sodass wir uns ziemlich schnell in den Unterricht hineinfinden. Irgendwann kommen uns die Schulbücher und Rechenaufgaben auch immer bekannter vor. Anders dagegen sieht es in Fächern wie Nepali oder in den Naturwissenschaften aus, denn dort können wir dem Lehrer nur schwer folgen. Am allerschönsten ist es dann, als wir selber mal unterrichten dürfen und mit den begeisterten Schülerinnen und Schülern das Lied Head, Shoulders, Knees and Toes einstudieren. Letztendlich verbringen wir die erste Hofpause noch spielend mit den Kindern auf dem Schulhof. Am Nachmittag brechen ein paar von uns auf, um unsere Patenkinder zu besuchen. Da Pelmang ein sehr verstreutes Dorf ist, kann es auch mal 20 Minuten dauern, bis wir das richtige Haus erreichen. Umso größer ist aber dann die Freude, wenn sich Patenkind und eine Görlitzerin oder ein Görlitzer zum ersten Mal sehen. Wir schenken Kleidung, aber auch Spielsachen, Malblöcke oder Stifte. Die erstmalige Begegnung mit den Familien, die viele von uns schon über mehrere Jahre hinweg unterstützen, ist mit Abstand das Schönste an unseren Besuchen. Die Vermittlung von Patenkindern in Pelmang und die davon ermöglichte Schulbildung sind nur 2 von vielen Projekten, die zurzeit in Pelmang laufen. Ein wichtiges Projekt, das wir auch eigenhändig unterstützen können, ist der Bau des Health Posts, eine Art örtliche Krankenstelle, in der eine Krankenschwester arbeiten wird. Wir alle sehen, wie wichtig dieser Health Post auch für die Menschen dort ist. Selbst die Kinder schleppen feinen Sand aus dem Fluss auf die Baustelle, damit daraus später Mörtel gemacht werden kann. Und jeden Tag werden unförmige Gesteinsbrocken geduldig und mühevoll von früh bis abends geschnitten und abgeschliffen. Wir bekommen die Aufgabe, die Fensterrämen aus Holz bunt anzumalen und zu lackieren. Und diese Aufgabe nehmen wir gerne an. Inzwischen wurde der Health Post fertiggestellt und wir sind alle ein bisschen stolz, dass auch wir dabei mithelfen konnten. Heute steht ein Besuch der Primary School, also der Grundschule Pelmangs, an. Diese ist wesentlich kleiner als die Secondary School und wurde beim Erdbeben 2015 stark beschädigt. Aber die Schülerinnen und Schüler stören sich nicht an den dünneren Wänden oder den provisorischen Klassenzimmern. Wieder nehmen wir mit vielen duftenden Blumenketten behangen am traditionellen Morgensport teil, stellen uns aber schnell unter das Dach, als es wie aus Kübeln zu regnen beginnt. Die Kinder aber tanzen und singen munter weiter. In der Primary School verteilen wir auch die meisten der Mützen, Schals und Murmeln, die wir aus Görlitz mitgebracht haben, und bewundern dann, in welchem Tempo die kleinsten Schülerinnen und Schüler schon das Alphabet aufsagen können. Auch mit den jüngeren Schülerinnen und Schülern klappt Head, Shoulders, Knees and Toes schon ziemlich gut. Am schönsten ist aber die Spielstunde auf dem Hof, wo wir die vielen Frisbees, Bälle, Springseile und anderen Spielzeuge aus Görlitz gemeinsam mit den Kindern ausprobieren. Später helfen wir Machindra noch, seine erste Kardamom-Ernte von der Schale zu befreien. In einem kleinen Kreis sitzen einige von uns mehrere Stunden und pulen das Gewürz aus den Schalen. Kardamom ist in Nepal sehr wertvoll und deshalb sind wir umso überraschter, als uns Machindra jedem etwas für zu Hause mitgibt, original aus dem Himalaya. Außerdem dürfen wir uns an einem traditionell nepalesischen Gericht probieren, denn wir lernen, wie man Momos zubereitet. Das sind kleine Teigtaschen, so ähnlich wie die polnischen Pierogi, die je nach Region mit den verschiedensten Spezialitäten gefüllt und auf komplizierte Weise zusammengefaltet werden, sodass sie wie Rosen aussehen. Nach ein paar Versuchen haben wir den Dreh raus und verkosten unsere Momos direkt beim Abendessen.
Am nächsten Morgen werden wir mit einem wohlbekanntem Essen überrascht. Pommes zum Frühstück. Und endlich ist das Wetter auf unserer Seite und wir machen uns auf den Weg zum Fluss, um uns wieder zu waschen. Fazit: Der Gebirgsbach ist eiskalt und man kann nicht wirklich von Baden sprechen, denn wir tauchen immer nur für wenige Sekunden in das Wasser. Aber das Gefühl von gewaschenen Haaren und der angenehmen Kühle ist das Zittern wert. Unser Tag ist sehr kreativ, denn Mahindra hat uns gebeten, die kahle Wand des nagelneuen Office-Gebäudes mit Pinsel und Farbe zu verzieren. Während Wiebke nepalesische Schriftzeichen übt, um die Adresse später auf das Wellblechdach schreiben zu können, wird die graue Wand von Mila und Merle mit 3 großen Mandalas geschmückt. Es ist eine große Ehre, die zukünftige Verwaltung Pelmangs mitgestalten zu dürfen. Das interessiert natürlich auch jeden. Jedenfalls kommt es uns manchmal so vor, als ob ganz Pelmang bei allen Pinselstrichen zuschaut. Am Nachmittag werden wir nochmal in die Primary School eingeladen, denn das Dorf hat für uns ein ganzes Abschiedsprogramm organisiert. Es werden viele traditionelle Tänze aufgeführt, außerdem zeigen uns die dorfältesten Frauen, wie man auf der Maultrommel spielt. Und wir werden mit vielen kostbaren Geschenken überhäuft. Selbstgeflochtene Körbe und Schalen aus Bambus oder auch ein Machetenmesser, das vollständig von einem Nepalesen angefertigt wurde. Wir sind von diesen Gaben so überrumpelt, dass wir kaum mit dem Bedanken hinterherkommen. An unserem leider schon letzten Tag in Pelmang können wir abends wieder ein neues Gericht namens Duri probieren, das vor allem dank der einfachen Zubereitung auf den Pelmang gegessen wird. Duri ist ein breiartiges Hirsegericht, das mit frischem Obst serviert wird. Bei diesem Abendbrot scheiden sich die Geister. Einige von uns Reisenden sind begeistert, während andere lieber nur das Gemüse essen. Als krönenden Abschluss unserer Zeit in Pelmang holen Roshan und Mokram, 2 unserer Reisebegleiter, noch einen großen Ghetto-Blaster hervor. Und das ganze Dorf, egal ob alt oder jung, tanzt, feiert, lacht und genießt unseren letzten Abend im schönsten Dorf des Himalaya. Viel zu schnell ist er auch schon da, unser letzter Morgen in Pelmang. Das Zusammenpacken unserer Sachen fällt uns schwer, denn wir wären gern noch viel länger hier geblieben. Nach dem Frühstück werden wir ganz liebevoll und tränenreich mit Katas und Blumenketten verabschiedet. Bevor wir Pelmang endgültig verlassen, hängen wir die vielen Blumenketten, die wir im Laufe der 4 Tage hier bekommen haben, an jeden freien Hausbalken und lassen ein buntes, duftendes Pelmang hinter uns. Unsere zweite große Wanderstrecke steht bevor, mit dem Ziel, am Ende den Mount Everest zu sehen. Wir wandern durch unbelassene Mangrovenwälder, die uns mit den vielen Lianen und dem Insektenzirpen an einen Ausflug ins Dschungelbuch erinnern und probieren in einer Pause nepalesisches Zuckerrohr, das wir auch als Wanderstock benutzen. Wir machen erneut Bekanntschaft mit unseren stetigen Begleitern, den Blutegeln, und überqueren immer mehr hohe, schwankende Hängebrücken, aber auch niedrige, dafür sehr morsche Holzstege. Am ersten Wandertag nach Pelmang erreichen wir unseren ersten Pass auf 3000 Metern und treffen auf immer mehr Stupas und buddhistischen Mani-Mauern am Wegesrand. Außerdem überqueren wir an einem Tag ungefähr 2600 Höhenmeter und schlafen in immer luxuriöseren Lodges. Es gibt Tage, die uns extrem herausfordern. Zum Beispiel der Tag, an dem wir 3 Stunden in brennender Hitze steil bergauf wandern müssen. Aber je größer die Anstrengung beim Wandern, desto schöner das Gefühl, wenn man es endlich geschafft hat. An einem Tag treffen wir sogar Deutsche auf den sonst so verlassenen Wanderwegen. Aber je näher wir den hohen 8000ern kommen, desto touristischer wird die Gegend. Plötzlich können wir uns aussuchen, ob wir lieber gebratenen Reis oder Pancakes zum Frühstück essen wollen und sind sehr froh über die Abwechslung. Da wir schon mehrere Tage gewandert sind, ohne jemanden Fremden zu treffen, müssen wir uns aber erst an die vielen Touristengruppen gewöhnen, mit denen wir uns jetzt den Weg teilen. Unser erster Morgen in Namche Bazaar beginnt mit dem kurzen Aufstieg zu einer Aussichtsplattform, von wo aus wir in aller Frühe in Gesellschaft anderer Touristen den Sonnenaufgang bewundern können. Langsam, aber doch beharrlich schiebt sich die Sonne beeindruckend über die höchsten Berge der Welt. Um die Bergwelt dann noch ausführlicher genießen zu können, heißt es an diesem angedachten Pausetag dann nicht etwa nur Entspannung. Eine Panoramatour um Namche gibt uns die Möglichkeit, sich nochmal in die höchsten Berge der Erde zu verlieben.
Vor allem die Amadablam mit 6.800 Metern hat es uns angetan. Dieser Berg umarmt das Gebiet wie eine Mutter und stieg in der Rangliste unserer liebsten Fotomotive nahe an die Spitze. Eine Tour in dieser Gegend verschafft außerdem die erste hautnahe Begegnung mit Yaks. Wir sehen eine der längsten Mani-Mauern weltweit und besuchen ein Kloster in Namche. Ein interessanter Mönch gibt uns seinen Segen für den Rest der Reise und so endet unsere Wandertour um Namche. Das in den hohen Bergen versteckte Kumyung Village zeigt uns beispielsweise die typische Bau- und Lebensweise der Sherpa, welche ursprünglich aus Tibet nach Nepal kam. Am Abend haben wir die Möglichkeit, uns über die Sherpa in einem speziellen Museum zu informieren. Trotz den ganzen Highlights im Himalaya sollte nicht unerwähnt bleiben, dass sich nicht jeder Mensch ohne Probleme in dieser Höhe bewegen kann. Auch in unserer Gruppe gibt es Anzeichen von Höhenkrankheit wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung oder Unwohlsein. Da wir jedoch sehr langsam aufgestiegen sind, halten sich diese Ausmaße dank guter Akklimatisierung in Grenzen. Nach 2 Tagen Wanderpause brechen wir mit neuem Elan zu unserem letzten Wandertag im Himalaya auf. Nun geht es nach Lukla, von wo aus wir mit dem Flugzeug wieder nach Kathmandu geflogen werden sollen. Aber leider bedeutet die Aussicht auf warme Duschen und normale Toiletten in Kathmandu auch Abschied vom Mount Everest. Den sehen wir an diesem Tag zum allerletzten Mal, ehe wir wieder an Höhe verlieren und die Bergspitzen hinter den Bäumen verschwinden. Der Großteil des Weges ist uns schon vertraut, da wir ungefähr 4 Stunden denselben Weg zurückwandern, den wir vor 2 Tagen in die andere Richtung gelaufen sind. Allerdings müssen wir immer öfter am Wegesrand wegen vorbeiziehender Muli-Herden warten, die von Colaflaschen bis Schafwolle so ziemlich alles in den Bergen transportieren. Logisch, denn auf den holprigen, schmalen Wegen und den wackeligen Brücken kommt man mit Autos nicht weit. Am Anfang sind wir noch ganz angetan von den vielen Tieren und fotografieren sie begeistert. Aber irgendwann ist das ständige Warten nervig, da sich die Wanderung so in die Länge zieht. Nichtsdestotrotz genießen wir unser Dalbat zum Mittag und sind anscheinend schneller als gedacht. Schon 2 Stunden nach der Pause erreichen wir Lukla, überraschende 3 Stunden zu früh. Wir sind darüber aber nicht allzu traurig, denn so bleibt noch etwas Zeit, um uns Lukla anzusehen und das ein oder andere Internetcafé zu besuchen. Am Abend heißt es dann aber Abschied nehmen von unseren Trägern, die uns so lange auf der Reise begleitet und jeden Tag das Gepäck über Stock und Stein geschleppt haben, als wäre es ein leichtes. Wir spielen zum letzten Mal gemeinsam Uno, überreichen unsere Abschiedsgeschenke, Stirnlampen, Mützen und Müsliriegel und singen zum letzten Mal Reshtam Firiri, ein nepalesisches Volkslied, das sie uns in den anstrengenden Wanderstunden beibrachten. Am späten Abend fallen wir müde in unsere Betten. Natürlich freuen wir uns auf die restlichen Tage in Kathmandu, aber andererseits ist das auch die letzte Nacht, die wir im höchsten Gebirge der Welt verbringen werden. Denken wir. Denn am Ende kommt sowieso alles anders. Denn so zeigt sich zum Abschluss unserer Reise, bei der bisher wirklich alles nach Plan gelaufen ist, noch einmal die andere Seite von Nepal. Unser eigentlicher Flug geht aufgrund von schlechten Wetterbedingungen nicht, sodass wir alle mindestens 24 Stunden länger als erwartet in Lukla bleiben müssen. So haben wir unfreiwillig die Gelegenheit, nicht nur die Cafés und die German Bakery kennenzulernen, sondern auch die Machenschaften am gefährlichsten Flughafen der Welt. Denn nur wer das meiste Geld bezahlt, bekommt auch den nächsten Flug, egal wie lange die anderen noch warten müssen. Wie viele andere Touristen auch, legen die meisten von uns den Rückweg nach Kathmandu dann statt mit dem normalen Flieger mit einem Helikopter zurück. Und im Endeffekt gehört wohl auch das nervenstrapazierende Warten und das Gefühl von endloser Ungerechtigkeit mit dazu, um behaupten zu können, mit dem Helikopter durchs Himalaya geflogen zu sein. Am Ende des Tages kommen aber alle Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Gruppen zu verschiedenen Zeiten in der nepalesischen Hauptstadt an. Eigentlich war unser letzter Abend in Nepal anders geplant. Wir wollten die Geschenke für Machendra überreichen, uns verabschieden und uns für die 3 wahrscheinlich aufregendsten Wochen unseres Lebens bedanken,
in denen er uns Tag für Tag motiviert und unterstützt hat. Aber die beiden Hauptpersonen, Machindra und Frau Götz, fehlen. Im letzten Helikopter, der die 6 restlichen Schülerinnen eingeflogen hatte, fehlten 2 Plätze und die beiden sitzen immer noch in Lubla fest. Dafür haben wir aber die Möglichkeit, Machindras Frau und Tochter kennenzulernen und überreichen ihnen letztendlich die Geschenke. Nach einem allerletzten Gruppenfoto vor dem Restaurant heißt es dann Abschied nehmen. Von Machindras Familie, von dem kunterbunten Kathmandu, von der nepalesischen Lebensweise. Wir werden die Unkompliziertheit und den Optimismus, die uns tagtäglich im Himalaya begegnet sind, hoffentlich mit nach Deutschland nehmen und vermissen die Berge jetzt schon. Am nächsten Morgen geht dann alles recht schnell. Im Handumdrehen sind die letzten Sachen eingepackt, alle Souvenirs verstaut und dann sitzen wir auch schon im Bus. Ein letztes Mal durch Kathmandu fahren und die letzten Momente genießen, in denen man Kühe und Hunde zwischen den Autos als selbstverständlich sieht. Am Flughafen angekommen, nehmen wir nach dem Einchecken eine Sprachnachricht für Frau Götz auf und singen ihr ein selbstgeschriebenes Ständchen. Sie hat nämlich heute Geburtstag und ist immer noch nicht in Kathmandu. Wir teilen den Schokokuchen, den Frau Götz für uns bestellt hat, und hoffen, dass sie so schnell wie möglich einen Platz im nächsten Flugzeug bekommt. Nach einer ungeplanten Wartezeit, die wir mittlerweile aber von Nepal gewohnt sind, sitzen wir schließlich in der Maschine nach Istanbul. Wir rollen los, das Flugzeug hebt ab und wir beobachten, wie die Häuser Kathmandus und später auch die Berge des Himalayas immer kleiner und kleiner werden. Die letzte Etappe unserer Reise ist von Wehmut, aber auch von Vorfreude geprägt. Worauf wir uns am meisten freuen? Nach unserer Familie auf jeden Fall auf normale Toiletten, warme Duschen und auf den alltäglichen Luxus, den wir hier genießen und als so selbstverständlich ansehen. Auch wenn 3 Wochen voller Aufregung, Abenteuer und Erfahrungen nun hinter uns liegen, ist unsere Reise noch nicht ganz vorbei. Denn wir werden uns auf jeden Fall weiter dafür einsetzen, dass unsere Patenkinder in Pelmang weiterhin zur Schule gehen können.